Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Miniatur Wunderland Lockdown Update. Und wisst ihr was, wir haben ganz besondere Gefühle gerade, genau wie vor 20 Jahren. Im Sommer vor 20 Jahren haben wir nämlich das Wunderland eröffnet und die Wochen vorher haben wir genutzt, alles so richtig schön herauszuputzen und waren dann völlig nervös, wann kommen unsere ersten Gäste und wie finden sie das Wunderland. Und das fühlt sich gerade etwas ähnlich an. Wir haben in den letzten Wochen ganz viel verändert, ganz viele Sachen herausgeputzt. Diese Woche zum Beispiel die Heißluftballons neu verkabelt, die Feuerwache angefangen aus- und wieder einzubauen, ein paar andere Sachen noch gemacht, die seht ihr alle gleich im Lockdown-Update. Und jetzt können hoffentlich, vielleicht demnächst, unsere Gäste wiederkommen. Ihr könnt uns wieder besuchen und wir sind wahrscheinlich genauso nervös. Wie fühlt sich das für euch an, wenn ihr das Wunderland wieder besuchen könnt? Wir sind auf jeden Fall ganz aufgeregt, freuen uns wahnsinnig drauf und jetzt schaut erst mal an, was wir diese Woche wieder Schönes gemacht haben. Heute haben wir mal was ganz Besonderes für euch. Wir zeigen euch mal hinter den Kulissen, wie wir Beauty Shots produzieren, welche Technik wir benutzen, um die Schönheit der Anlage darzustellen. Viele von euch kennen ja diese besonderen Kameraflüge, Polcam-Aufnahmen. Das machen wir heute nicht, sondern wir haben was vorbereitet mit einem Slider und einem Schnorchelobjektiv, auch eine Makrolens, die besonders in der Animation, Werbe, Stop-Motion verwendet wird. Und als erstes zeige ich euch aber erstmal eine ganz normale Sliderfahrt, die wir jetzt hier gerade schon aufgebaut haben. Und ja, guckt mir einfach über die Schultern. Okay, Kamera läuft, Zug ab und ich drücke auch noch gleich den Knopfdrücker. Super, das war's. Danke dir. Jetzt sind wir hier gerade mit der Kamera und dem Schnorchel-Makroobjektiv zugange. Das ist ideal fürs Wunderland geeignet. Dadurch kommen wir durch enge Gassen, in dem Fall durch enge Schluchten. Hier beim Grand Canyon warten jetzt gerade noch auf den Leitstand. Der richtet gerade alle noch die ganzen Züge ein. Und ja, dann könnt ihr gleich mal sehen, wie der Beauty Shot am Ende aussehen wird. Ja, wir sind hier in Knuffing und Niki und ich haben die Aufgabe, die alte Feuerwache auszubauen und die neue einzubauen. Und dazu müssen wir die alte erstmal runternehmen und dann einen Einschnitt machen, damit die neue in die Anlage passt. Arne und ich sind hier in Österreich. Wir montieren einen neuen Heißluftballon zu unserem bestehenden und in dem Zuge machen wir auch gleich die Kabellage einmal neu, weil die alte unübersichtlich ist. Im letzten Update habt ihr ja gesehen, wie wir die Wasserflächen neu gemacht haben. Dabei haben wir aber hier die Acrylplatte ausgespart, die unsere schöne Unterwasserwelt in Florida abdeckt. Weil wir müssen an diese Unterwasserwelt ran, die hat Elektronik drin, die hat Mechanik drin. Wenn wir da das mal warten müssen, deshalb müssen wir die obere Platte abnehmen lassen. Das hatten wir früher nicht, da war Gießharz drauf, das war total braun schon und sah nicht mehr schön aus. Ich werde die Platte rausreißen, wobei ich sie wahrscheinlich kaputt mache. Dann werde ich sie wieder zusammenpuzzeln, ein Foto davon machen und dann im Computer über diesem Foto rüberzeichnen, sodass ich das genau an derselben Stelle ausfräsen kann.
Jetzt ist das Problem, dass das wahrscheinlich in der Praxis gar nicht so hinhaut wie in der Theorie. Deshalb muss ich erstmal einen Dummy aus irgendeinem Restmaterial fräsen, den hier reinbauen, nochmal alles nachmessen, nochmal im Computer drüber zeichnen, ein bisschen ändern und dann das Endprodukt ausfräsen, hier reinsetzen und hoffen, dass es passt. Also ihr seht schon, so die richtig großen, spektakulären Aufgaben, die haben wir erledigt. Es sind jetzt hier und da viele Kleinigkeiten noch in den alten Abschnitten zu tun. Aber auch das macht ja das ganze Wunderland aus, dass es irgendwie bis ins letzte Detail perfekt ist. Und da haben wir noch einiges zu tun. Wir machen da weiter das Beste aus dieser Situation, dass keine Besucher da sind. Wir haben aber noch ganz viele andere Aufgaben. Wir machen Monaco unter Hochdruck weiter. Da gibt es vielleicht nächste Woche mal ein Update. Wir planen gerade den großen Umbau der Speicherflächen auf der anderen Seite, damit möglichst Ende des Jahres die Brücke schon in Betrieb genommen werden kann. Wir sind in Rio fast fertig. Wir haben die Planungen abgeschlossen, wann wir das denn drüben aufbauen. Das wird im April wahrscheinlich schon passieren. Und dann kommt da so die Ausschmückung und so dran. Wir planen gerade mit den Südamerikanern Patagonien zusammen. Also es gibt an allen Ecken und Enden was zu tun. Wir machen das Beste weiter draus. Das solltet ihr auch tun. Irgendwann geht alles wieder los. Und bis dahin bleibt vor allem gesund und munter.